Und damit herzlich willkommen zurück zu Firewatch. So, ich glaube, jetzt läuft alles wieder. Wir hatten mit ein paar technischen Problemen zu kämpfen. Erst kam ein Bluescreen. Und dann ging die Webcam nicht mehr. Die musste ich jetzt neu hinzufügen. Deswegen kann jetzt sein, dass der Winkel jetzt noch ein bisschen anders ist. Ich hatte natürlich clevererweise kein Backup von den Einstellungen. Ja, Lirum Larum Löffelstiel. Wer nicht wandert, weiß nicht viel oder so. Okay, wir sollten zu der Rauchsäule gehen, ne? Da hinten ist die Rauchsäule, aber da kamen wir hier nicht weiter, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Wir wollten uns ein bisschen beeilen. Kommen wir hier weiter? Nein. Ich muss das kurz nochmal gegenprüfen. Ne, da unten kamen wir, genau, da kamen wir zum See und da ging es dann nicht weiter. Jetzt bin ich wieder voll im Flow. Also müssen wir doch das Seil da runter. Gar kein Problem. Wir lieben ja den Wald. Und das Wandern durch diesen. Das ist noch nicht mal so weit gelogen, ne? Also Natur und so ist schon cool. Ja. Was mich allerdings nervt, sind Insekten. Irgendwas die ganze Zeit um den Kopf schwirrt und dann geht mir das schon auf den Sack. Also Natur bitte, wenn dann ohne Natur. Genauso wie Konzerte sind eigentlich cool, wenn die ganzen Menschen nicht wären. Ja, ich bin ein weirder Typ, ein weirder Typ. Hätten wir sogar noch nicht. Nice. Noch mal kurz. Moment. Moment. Ja, ich lasse dich gleich drehen. Ich lasse dich gleich drehen. Sind das eigentlich Armhaare? Oder sind das Kratzer auf dem Arm? Not sure. Zum Glück war der Code nicht so schwer, dass wir uns den sogar gemerkt haben. Na, wer ist stolz auf mich? So, da schreiben wir uns sowas von ab, was? How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most. Okay, ich wusste nicht, dass ich sie unterbreche, aber dann nutzen wir die Chance. Vermisst Mitch Michaels. Alter 31, Größe 1,89, Gewicht 75 Kilo, Haare kurz braun, Erkennungsmerkmale markanter Bart. Allgemeine Angaben. Mitch Michaels wurde zuletzt am 3. Juli 81 in der Nähe des Jonesy Lake gesehen. Die erste Vermisstenanzeige wurde am 29. Juli 81 vom Mitarbeiter der Forstverwaltung erstattet. Der Vermisste kennt sich im Gebiet nicht aus. Letzter bekannter Aufenthaltsort Mitch Michaels wurde zuletzt am Morgen des 3. Juli 81 am Jonesy Lake gesehen. Angaben zum Fahrzeug. Ford F250, Baujahr 72, blau-weiße Lackierung, Kennzeichen aus Montana. Haben Sie die vermisste Person gesehen oder mit ihr gesprochen oder können weitere Angaben machen? Kontaktleitstelle Shoshone Staatsforst. Ich glaube, seit Schuh des Manikou kann keiner mehr Shoshone vernünftig aussprechen. Being in this area, the thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. You really didn't like that guy, did you? I don't know. I just had a hard time talking to him. I mean, there are lookouts who seriously won't shut up, who call me about every little thing that pops into their head. And then there are those who just want to be left alone. He was the latter.
And I'm the former, aren't I? Well, I didn't want to say anything. No, it's fine. I'll just chuck my walkie-talkie into the river. Oh, come on. And you'll never hear from me again. Finally, peace and quiet. Woohoo! So... Isn't your radio supposed to be in the river? I couldn't bring myself to do it. Well, I guess I'm stuck with you then. Yeah. Hey, so did you mention something about Ned Goodwin having PTSD? That doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah, I talked to him way more than I'd talked to Ned, that's for sure. How was he at, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. Wir nehmen es natürlich mit. Noch ein bisschen Feinjustierung. Warum ich das tue? Ich habe keine Ahnung. Aber es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass wir die immer rausschmeißen. Also machen wir das weiterhin. Wäre lustig, wenn es dafür eine Errungenschaft gibt. Ich habe mir allerdings die Errungenschaften schon angeguckt und es gibt, glaube ich, keine dafür. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Ja, aber ich bin ja unterwegs dahin. Aber, ne? Muss ja hier ein bisschen, Ja, ich bin voll auf dem richtigen Weg. Geil. Geil, 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 geil. Allerdings scheint hier irgendwas sowieso noch nicht so ganz zu funktionieren, finde ich. Weil normalerweise kriegt man eine Errungenschaft auch für Dingens. Für das Abschließen des ersten Tages. Warte, von hier bin ich gekommen. Ja. Für das Abschließen des ersten Tages. Allerdings haben wir die nicht gekriegt. Und wir haben den ersten Tag definitiv schon durch. Wir sind ja am zweiten Tag, ne? Right? Right. Was ist das für eine Steinformation? Ich habe Angst. Ich habe mich ein bisschen zu random. Aber Mann. Langsam dreht er am Rad. Wir wollten uns doch beeilen jetzt. Mann, jetzt hau doch mal rein, ey. Mann, ich fände das cooler, wenn er so ein bisschen hier wirklich so drüber springen könnte, ne? So ein bisschen, hui, Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Die FPS fallen in den Keller. Ich weiß leider nicht wieso. Sah so ein bisschen grün aus. Okay, aber zur Rauchsäule. Rauchsäule. Nicht ablenken lassen. Meine Fresse. Den kannst du auch nichts machen lassen. Sauge.
Ich finde das schöner, wenn die ganze Zeit so Musik laufen würde. Was ist das? Ah ja, das ist Rock? Wo ist eigentlich die Wolke hin? Wir haben uns schon wieder komplett verlaufen, machen wir uns nichts vor. Hier so eine Steinkonstellation. Ja, Mario, das nennt man Berg. Nee. Das ist nicht einfach ein Berg. Zumindest sieht es nicht einfach aus wie ein Berg. Das ist ein Waterfall? Irgendwas in der... im Baum, Entschuldigung. Ich wollte mich nicht so räuspern. So, tatsächlich gerade die Rauchwolke nochmal, aber ich scheine sie nicht mitzusehen. It's a really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. Nee, strange ist, dass der noch nicht mal am Ast hängt. Da will ich oben drauf. Kann man da oben drauf? Oh, come on. Nichts gönnt man mir. Nichts gönnt man mir. I see a campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them? It seems like it. I swear, they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. Ist klar. Stecken wir uns. Denn. Mega sneaky. Hadouken! Well, I found some dangerous hunks. Kannst du ein bisschen leiser reden? On earth are you... It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Gefährliche Traumtypen. Da müsste mein Bild eigentlich auch drin sein. I don't get why the hunks have to be so dangerous. Well, you're clearly not a young woman. Girls should want nice hunks. Ugh, boring. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? It's another one of those magazines. Huh, pants are back. I'm sorry, pants are back? Well, according to the experts at Teen Zone magazine. It's unclear where they've been. The pants, I mean? Make up to make out. Okay. Songs. Name your honk. Alles klar. These girls have a full case of beer left here. A full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Sag doch, die ziehen ordentlich durch. Ah, found my sheets. So they did break into your tower. Looks like. Schön, dass ich drauf rumtrampeln kann, aber sie nicht mitnehmen kann. Hab ich jetzt Bärengeräusche? Oh. Nun. You know, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Sollten wir nicht lieber drüber reden? Their tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. What could have done that?
like a bear or, I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, good thinking. Stimmt, wir haben eine Kamera. Gut, dass wir noch ein paar Bilder über haben. So, hier. Lächeln. Und natürlich Beweisstück. Some of their clothes are all torn up. That's not good. Hier, Psycho. Ne, wir wollen sie erst lesen. Hallo Psycho, hoffentlich bist du jetzt glücklich. Wir hauen ab und gehen zur Polizei. So oder so. Und erzählen ihnen, dass du dich am See an uns rangeschlichen und an unser Zelt unsere Sachen kaputt gemacht hast. Und Höschen klauen ist echt pervers. Wahrscheinlich bist du ein Irrer, der mit seiner Axt Leute umbringt. Du wanderst sowas von ins Gefängnis. Hoffentlich war es das wert, uns wegen ein bisschen Feuerwerk dumm anzumachen. Arsch. Oh, sie haben das Herzchen nicht mit übersetzt. Oh, they're gone, for sure. How can you tell? Well, the girls left someone, me, I guess, a note. Well, what's it say? Threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? Nein, aber ich habe ihr Radio zerstört. Nein, aber ich habe nur ihren Alkohol mitgenommen. Ich habe ihnen nichts getan. Henry, did you attack or do anything that could be perceived as an attack to these campers? No, well, hey, I didn't do this. Okay, someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. I didn't. Of course I didn't. I just threw their stereo in the lake. Yeah, I really wish you wouldn't have done that. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back, and we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Errungenschaft freigeschaltet. Zurück an die Arbeit. Okay. Das ist, glaube ich, die Errungenschaft für Tag 2. Jetzt bin ich aber neugierig. Sorry. Tatsächlich. Oder? Ja. Tag 2 abgeschlossen. Das heißt, ich habe die Errungenschaft für Tag 2 abgeschlossen gekriegt, aber nicht die für Tag 1 abgeschlossen. Das macht Sinn. Naja. Hey, Henry? Ja? Was geht ab? Yeah. What do you look like? Geht dich dann an. Why are you asking? Because I'm horribly superficial. Wie Burt Reynolds, wenn Tom Cruise einen attraktiven Zwillingsbruder hatte. Kennst du Rolly Fingers? This isn't that hard. Well, I get confused for Burt Reynolds all the time. Oh, is that so? Ja klar. Women say that we have a similar musk. Uh-huh. Hey, you asked. Ähnlichen Geruch. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Klamotten, ich denke nicht wirklich drüber nach. Smoking, so oft wie möglich. Ich versuche gepflegt auszusehen. Clothes. I don't really think about it. Oh, come on. I got a sweatshirt I like. Good jacket I got at the Buckle Barn. Ooh, I love the Buckle Barn. Just one of those brown ones, you know? I do. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? A pretty thick beard. Oh, have you always had a beard?
For a while, yeah. Ja, All schon right, zur Geburt. perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. You're what? Is that okay? Uh, Don't answer. I'm gonna do it regardless. fine. Your eyes, tell me. Ich habe wunderschöne blaue Augen. They look tired, I think. Oh, yeah? Yeah, you know, you hit a certain age and you think you're a younger person who just looks tired all the time. Speak for yourself, mister. But I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Diese entwurzelten Bäume, waren die gestern auch schon da? Not sure about that. Naja, dicht ist anders, ne? I got that window all patched up. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Okay, da kann ich mir aber nicht angucken. Noch was vorhängen? Nein. Was ist das? Wir wollen ihn nicht trinken. Oh, was hat er denn eingesagt? Ich dachte, stellt ihn jetzt wieder hin. Okay. Aber ich dachte, damit können wir vielleicht später irgendwas anzünden. Denn anzünden ist gut. Wieso habe ich 3 Socken aufgehangen? Was bin ich für ein Freak? Wo ist die 4. Socke? I think today is going to be normal, although Delilah is having a hell of a time getting the communication wire fixed. Those girls did a real bang up job fucking us over. A few days before I left, I got a call from Jules' dad. Realized I hadn't really talked to him over the past few years as much as I thought. I think I was worried about getting Madeline on the phone whenever I would call it. I just stopped calling altogether. I guess that's the sort of thing writing all this stuff down is supposed to make me realize. Anyway, Mick just wanted to see how I was doing and wanted to have me out, and I appreciated it because he's got that ain't no worries bloke attitude, but it doesn't feel right. I bet Madeline's been hard on him, goddamn. There's something else I realized. Jules liked my parents, she liked them both, but that didn't stop her from laying into me with "you're acting like your father." And I realize now that I love the parts of her that she got from Mick and the parts of her that she got from Madeline scared the living shit out of me. Except for the whole looks department. No denying she lucked out there. Mist, hätte man das jeden Tag lesen können? Sollten wir auf jeden Fall nachholen. Okay, für die nicht so englischmächtigen, ja, der Tag war okay, oder der Tag sollte normal sein, dann, die Mädchen haben uns wirklich einen ausgewischt mit diesem scheiß Kabel durchtrennen. Paar Tage bevor wir losgefahren sind, hat uns der Vater von Julia angerufen, wollte nur mal fragen, wie es uns geht, etc. Dann ist ihm aufgefallen, dass er die länger nicht mehr angerufen hat und er hatte wohl scheinbar Angst vor seiner Schwiegermutter. Und deswegen hat er nicht angerufen. Ja, und er sagt halt, dass Julia seine Eltern mochte, beide, und er auch die Sachen an Julia mochte, die sie von ihrem Vater hat, und nur die Sachen, die sie von ihrer Schwiegermutter, von seiner Schwiegermutter hat, ihn zu Tode erschreckt haben. Bis auf das Äußere.
Na komm, packen wir's an. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Of course. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. I mean, it's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Aww. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. Ach so, ich dachte, oh Mann. Hello, Henry. Having a nice afternoon? Eigentlich immer, wenn ich trinke. I might never leave. Well, I called with some bad news. 2 young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. Das ist ja super. You should tell whoever that I'm happy to be questioned. Look, it's not gonna be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? Nee. I think it's worth mentioning something. Yeah. I'll keep it vague. I really don't want to talk to the cops. Me neither. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Wir haben ja nichts getan, also. Von daher. Ich will auf jeden Fall noch mal weiter den Wald Henry. erkunden. Henry, wake up. Get out of bed and pick up the radio. What do you want? Hey, you big dumb idiot. You're a big dumb idiot. Oh, baby, you sound tired. I am. Are you having a nice time? Sure. Are you? Everything good there? Jules? What? Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. Oh, that's good. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Delilah seems nice. Sure. Bye, baby. Okay. Wir bilden uns ein, wir reden mit unserer Frau. Das ist nicht unsere Karte, wir haben viel mehr eingezeichnet. Is it too much of a pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers? Well, I get my stuff hand-delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90-degree heat, and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff, though. Beans, prunes, jerky. You know, my sister eats 6 prunes a day. 6. She's, like, really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. Was unterscheidet? So, like, 2 weeks ago, you called me in the middle of the night. You were sleeping, I guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation and I'd just be spoiling it. I hope you're doing okay.
You know, when it comes to her. I shouldn't be out here. Yes, you should. No, I just ran away from my problems. No, you didn't. We all fuck up. Look. So, a couple of months before I took this job, I was with this guy, Javier. Ugh, he's incredible, caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost 5 years. I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School, and I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly. And I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Walls was also a good excuse to get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then, Javier's brother got killed working in Gillette, and for some reason, I didn't come home. Javier said it was fine. He'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that. It'd be easier solo. When he came back, he left me. I came out here, I lied, and told my sister he fucked our neighbor. I've just lied about it for over 10 years. And, for some reason, I wanted you to know. I figured you've told me so much about you, so, you know, there's something about me. We both fucked up. That's right. That's right. Ich bin gerade ein bisschen von mir begeistert, dass ich mir gemerkt habe, wo ich lang muss zu diesen Supply-Kisten. Also ich hoffe, dass ich es mir gemerkt habe. Ja. Scheint immer noch wichtig zu sein. Löwenzahn. Ich weiß nicht, warum ich jetzt einen Oben von Löwenzahn. Fragt mich doch nicht solche Dinge. Ich habe jetzt Angst, das zu melden, weil dann ist bestimmt wieder der Tag vorbei. Ich habe noch nichts Neues erkundet. Ich bin seit 33 Tagen hier in diesem Wald. Ich möchte mehr wissen. Möchten Sie mehr erfahren? Ja. Es gibt hier bestimmt noch was zu entdecken. Was ist eigentlich mit den 2 Mädchen passiert? Sind die wieder aufgetaucht? Ich weiß es nicht. Warum waren die noch nicht hier? Wann war das? Tag 15? Wollte die Polizei uns nicht langsam befragen? Sollte ein bisschen mehr hinterher sein, vermisste Mädchen zu finden. Oh Gott, hoffentlich finden wir die vermissten Mädchen nicht. Ein Bär zerfleischt oder so. Sieh dir diese Sackgasse an. Ah, da ist wieder der Zaun. Da ist ja mittlerweile ein Loch drin. Moment, das ist eigentlich schon fotografiert? Ich glaube nicht, ne? Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Ob man die am Ende alle sich nochmal durchgucken kann? So quasi beim Abspann. Genau. Wie bei Hangover am Ende vom Film. Die ganzen Fotos nochmal durchlaufen. Wäre lustig. Wäre lustig. Ich habe Rascheln gehört. Und ihr habt das auch gehört. Ich höre mehr Rascheln. Das Rascheln des Meeres quasi. Meer rascheln. Ah.
Ja, hier kommen wir wieder zurück zum Zaun. Der immer noch nicht offen ist. Was sagt unsere Map eigentlich? Wie sieht die eigentlich aus? Supply Drop, da waren wir ja. Genau, da geht's zu ihrem Punkt. Keine Verbindung, da war das Campfire. Haben wir jetzt alles schon entdeckt? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Haben wir denn alle Kisten schon? Nein, auch das glaube ich nicht. Und so ein bisschen mehr abseits der Wege. Vielleicht entdecken wir noch was von den Mädels. Was bist du? Ein Stein. Ich kenne mich gut aus in der Natur. Ich kann einen Stein von einem Zelt sehr gut unterscheiden. Mhm. Ich überlege die ganze Zeit, ob das ein cooler Job wäre hier. An sich glaube ich ja. Aber ich würde ein paar Verbesserungsvorschläge einreichen wollen. Zum Beispiel, dass ich 3 Etagen, den kompletten Turm runter muss. War nur Staub, ne? War kein Rauch. Wenn ich nachts mal klein muss. Wobei klein könnte man wahrscheinlich einfach, ne? Ihr wisst schon. Vom Turm runter. Aber wenn du groß musst, finde ich das schon nervig. Wobei, da kannst du dich ja auch einfach übers Geländer hängen. Platsch. Du bist ein Schwein, Mario. Du bist einfach ein Schwein. So, da sind wir letztes Mal hochgegangen, ne? Ich meine, wir waren zwar auch schon in einem Thunder Canyon. Aber nicht seitdem die Mädels verschwunden sind. Und wenn die Polizei nicht kommt, dann müssen wir uns das halt selber kümmern. Außerdem wäre ich definitiv für die Einführung von Internet hier. Guck mal kurz hier rein. Um sicher zu gehen, dass sie nicht hier irgendwo hängen geblieben sind. Ja. Das ist kein Point-and-Click, wo du einfach etwas 10-mal machen musst und dann funktioniert es plötzlich. Nee, Entschuldigung. Hallo Schmetterling. Wir haben immer noch nichts gefunden, womit wir hier so diese Dornengeschichten wegmachen können, ne? Wo wir nicht durchkamen. Fällt mir gerade ein. Also Internet wäre noch nicht schlecht hier. Generell wahrscheinlich eigentlich ein Telefon. Mal ganz im Ernst, wir haben nur die Möglichkeit mit unserem Funkgerät und scheinbar auch nur bis zum nächsten Turm, weil von dem 3. Turm haben wir noch gar nichts gehört. Uns zu unterhalten. Dann würde ich es noch begrüßen, wenn ich einen Fernseher hätte und meine Blu-ray-Sammlung.
Aber dann kann man es hier, glaube ich, aushalten. Wieso habe ich eigentlich keinen... Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich eigentlich kein Inventar und habe auf I gedrückt? Scheinbar haben wir ein Inventar für die Nachrichten. Hat uns auch keiner gesagt. Hat uns auch keiner gesagt, oder? Erinnert ihr euch dran, dass uns das irgendjemand gesagt hätte? Ich denke nicht. Aber Mario, du hast in der letzten Folge gesagt, du willst nicht mehr so sinnlos hier rumlaufen. Dummes Gewäsch. Dummes Gewäsch. Hört doch nicht darauf, was der Mario euch erzählt. Mir könnt ihr trauen, aber Mario... Ich bin auf der Suche nach den Geheimnissen dieses Waldes. Und nach 2 verschollenen Mädchen. Und ich werde sie aus der Hand des Bären reißen und retten. Und dann werde ich der Hero sein. I need a hero. Holding up for a hero. Entschuldigung. Wollen wir da runterspringen? Und natürlich hier oben auch nichts verpassen, ne? Zum Beispiel, ob jemand sich mittlerweile im Klo versteckt. Mann, wieso kannst du da nicht durch? Rast aus. Das sind auch wieder undurchdringbare Büsche, ne? Komm. Ich weiß es doch, ich weiß es doch. Löwenzahn. Stimmt, vielleicht haben die sich auch wieder in dem Haus versteckt, ne? Da war ja bisher auch recht wenig. Und das konnten wir nicht melden wegen Funkloch-Gedönse hier, ne? Wieso ist die Kiste da offen rechts? Hab ich die offen gelassen? Eigentlich mache ich doch jede Kiste immer zu, oder? Das war auf jeden Fall die, wo nichts drin war, ne? Ja. Habe ich diese ausnahmsweise mal offen gelassen? Mädels? Mädels! Keine Mädels. Oh my God. Bist du irre? Der Kuhn. Holy crap, I think I might have just gotten rabies. Go on. I'm sniffing around an old lookout and I got attacked by a raccoon. Did he bite you? I don't think so. Yeah, you're probably fine. Wait, is the lookout you're in burned to a crisp and filled with raccoons? Apparently. Hawk's Rest. Yeah. Okay, I see what you're doing. What do you mean? I just like to stay out of haunted places myself. Okay, go on. Out with it. You want to hear about Raccoon Carter? So, some years ago, way before my time, a man named Winthrop Carter was stationed at Hawk's Rest. He was an angry loner. The story was he lost his life savings betting on horse fights. Horse fights? In Mexico. So he did what a lot of us do in times of trouble. He signed up with the Forest Service to watch for fires. His first night in his lookout, there was a break-in. And the break-ins didn't stop. Finally, one night he awoke to find someone in his lookout. He reached for his hand axe and threw it at the figure. And just before the axe killed its target, he heard a small voice cry, "Help!" What was it? A raccoon. Oh, of course. See, back in these days, the Forest Service wasn't so good about dropping off food and supplies, and, well, Carter was hungry. So he did what anyone would do. He skinned and ate it. If
Eventually, Carter didn't want to eat anything else. It was raccoons or nothing. But one night, as he sharpened his raccoon blade, there was a scratching at the door. He looked towards it, and again, heard a tiny voice. Help! Help! He approached slowly, knife in hand, and ripped the door open. But no one was there. But then, from under the bed, he heard another small voice. Help! Help! Carter looked under the bed, and, of course, nothing was there either. So, startled but believing he was just tired, Raccoon Carter went out hunting, and for the first night in months, came up empty. Now, in bed, his stomach rumbling, he hears the voice again. Help! Help! And now, he wonders if it's coming from inside of him. But then, a figure appears at the edge of the bed. Again, he reaches for his axe, but in its place is another figure. He looks for the door, and there are more and more figures. Beady, glowing eyes peering out through dark masks. He leaps out of bed, horrified, slips and hits his head. And before he can get up, he feels hundreds of little fingers and razor-sharp teeth digging into his skin. Far away in Bighorn Tower, the lookout reported hearing a voice echoing through the valley. Loud at first, and then smaller and smaller, until they faded away forever. Help! 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 And that's the story of Raccoon Carter. His ghost still wanders through the valley, moaning, Help! Help! On hot summer nights. Aber wenn Waschbär-Carter gestorben ist, woher kennen wir dann seine Geschichte? Wobei brauchten denn die Waschbären Hilfe? Wieso ist das Turm niedergebrannt? So, how'd the tower burn down? Lightning, I think? I don't really know. Nature trying to purge the ghost. Mann, wieso können wir jetzt die anderen Sachen nicht mehr fragen? Naja, vielleicht sollte man auch kein, wie nennt man das? Wetterhahn? Kein metallenen Wetterhahn da oben hinpacken. Wir konnten doch hier eben... Achso, da. Ja. Es gab tatsächlich eine Errungenschaft für den Raccoon. Also werden wir vermutlich an Tollwut sterben, aber wir haben eine Errungenschaft dafür gekriegt. Und ist das nicht der wahre Sinn von Weihnachten? Ich hoffe, beziehungsweise ich denke, das erwähnte ich ja bereits, dass wenn wir Feierabend melden, wir zurückkommen. Zum Turm. Weil ich finde aktuell am Anfang, ne, alles umsehen und so. Dann ist der gesprungen, Tag 9, Tag 15, Tag 33. Habe ich ein bisschen Angst vor. So, die hatten wir geholt, ne? Die hatten wir geholt. Genau, da waren wir da rechts hoch. I remember. Aber wir konnten immer noch nicht hoch zu dem Seil. Der Vater mit seinem Sohnemann scheinbar war. Sonst haben wir noch keinen Weg da hoch gefunden. Also sorry, wenn auch diese Folge wieder was länger wird. Aber... Genau, da war noch so ein Dorndurchgang, den wir nicht wegmachen konnten. Genau, von der anderen Seite kamen wir dahin, ne? I remember. Ich will noch mal kurz oben zu dem Kabel. Oh, sie hat scheinbar repariert. Warum hat die eigentlich ein Fernglas und wir nicht? Das ist unfair. Nimm die Abkürzung.
von daher denke ich, wir können später recht schnell wieder zurück. Wenn wir Feierabend punkten, dann sind wir wahrscheinlich wieder direkt am Turm. Ich hatte ja schon mal die Befürchtung geäußert, dass man hier bestimmt auch Sachen verpassen kann. So, jetzt sind wir wieder hier. Cache 308 waren wir noch nicht, ne? Sonst wird da keine Linie hin. Oder will ich jetzt ungern auch runterlaufen? Dementsprechend würde ich sagen, wir melden jetzt einfach mal. Alright, I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? Sag ich ja. Und direkt wieder 30 Tage weiter. You've got a front row seat for what might be the biggest fire of the year. Yeah, it's really going. I'm gonna call it in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? Wie wäre es mit das große Feuer? Vielleicht das Flapjack-Feuer? So, no ideas, huh? Delilah's a nice name. No, you big dummy. I was kidding. No, you were not. You're sweet, but we can't call it the Delilah Fire. Okay, what then? How about my middle name, June? The June fire. Even though it's July. I like it. So there's this creek down the hill, and, you know what my favorite thing to do is? What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. Aww. Aber wir haben eine Frau. I'm sure I would. Sounds pretty great. It is. Are you looking at the fire? Yeah, Ja, I ja. am. I love how they look at night. During the day, it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Ja. Hätte er nicht selber sagen können? Yeah. I'm glad you're here. Me too. Good. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. I don't mean to get all heavy, but it's been really nice. I wish I was over there. Aww. Ach I komm. wish you were too. We could sit outside. We could talk without these radios. We could, you know. What? What could we do? Well, let me tell you. ...76. You're going fishing without a license? It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. No, I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on.
can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Sure, no problem. Remember me fondly. You are such a drama queen. Yeah, well, I've seen what they can do to a tree, and trees aren't even food. Thank you, Henry. Ja. Okay. Also gehen wir scheinbar angeln. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss.